Optimistischere Stimmung, finale Anhebung, positive Signale für Aktien. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Wendepunkt, Bodenbildung oder der ersehnte Befreiungsschlag? Nicht nur die Inflationsdaten der letzten Wochen wurden positiv aufgenommen. Ein weiteres positives Signal lieferten auch die amerikanischen Kleinunternehmer. Deren Stimmung hat sich auf ein 7-Monats-Hoch verbessert. In der linken Grafik sind unter anderem die Botschaften sinkender Inflationsdruck, 29% der Befragten berichteten über höhere Verkaufspreise, aber auch höhere Nachfrage. Zaghaft, aber doch werden neue Stellen geschaffen. Trotz dieser Verbesserung liegt der Index nach wie vor unter seinem 49-jährigen Schnitt. Angesichts der Tatsache, dass eine Lockerung durch die Fed nicht bevorsteht, darf man sich noch kein Wirtschaftswunder daraus erwarten. Noch positiver war die Umfrage der Universität von Michigan. Konsumentendaten werden monatlich eruiert. Der Stimmungsindex stieg auf 72,6 und liegt damit auf einem höchsten Wert seit fast 2 Jahren. Die aktuelle Lage wurde positiv gesehen, die Inflation und der robuste Arbeitsmarkt trugen ein weiteres bei. Ebenso wurden die guten Kaufbedingungen für langlebige Haushaltsgüter und mit etwas Abstand die Konditionen für Fahrzeuge gewertet. Das ist der Rebound in der rechten Grafik. Kurz gesagt, die Ausgangslage für das Soft Landing hat sich verbessert. Nach den Inflationsdaten könnte das Bild für die Fed nicht besser sein. Noch ein letzter Schritt nächste Woche, danach Pause und nächstes Jahr einige kräftige Zinssenkungen folgen lassen. So oder so ähnlich könnte die Vorstellung vom Fed-Chef Jerome Powell sein. Und wenn wir nach Europa schauen, so viel anders ist die Situation nicht. Eine Anhebung im Juli, Inflationsdaten für Juni, Juli und die Schnellschätzung für den August noch vor dem September-Meeting abwarten und die weiteren Maßnahmen erfahren wir dann nach dem Sommer. Wenn ich die beiden Grafiken vergleiche, ist kaum ein Unterschied bei den Leitzinsen Ende 2024. Die liegen zwischen 3,75 und 4%. Welche Auswirkung hat das auf die Aktienmärkte? Ein Blick zurück auf das letzte Marktupdate. Die Entwicklung bis zum Jahresende wurde negativ gesehen. Ich habe behauptet, in der Vergangenheit war das ein guter Kontraindikator. Also genau das Gegenteil ist in fast allen ähnlichen Fällen eingetreten. Wenn wir circa ein Jahr zurückblicken, da war die Inflation in den USA noch bei über 9%, jetzt sind wir bei 3%. Gleichzeitig hat sich die Wirtschaft abgekühlt. Die angekündigte Rezession ist nicht oder noch nicht eingetreten. Dasselbe gilt für die Unternehmensgewinne. Hier kommt die wichtige Grafik, wenn wir die Gewinne des Energiesektors aus den Erträgen des gesamten amerikanischen Aktienmarktes rausrechnen, haben wir seit dem Frühjahr 2022 in den USA bereits eine Gewinnrezession. Und spätestens mit dem nächsten Quartal ist diese vorbei. Noch einen Chart habe ich mit, nämlich den Zusammenhang zwischen Inflationshoch und Aktienperformance. Die Grafik auf der rechten Seite zeigt die 12 Inflationsphasen von 1950 bis 2018. Der Nullpunkt ist das Inflationshoch und die Skalierung zeigt Wochen. Das heißt, nach circa einem halben Jahr war im Schnitt der Tiefpunkt beim US-Aktienmarkt erreicht. Wie ist die aktuelle Entwicklung? Mein letztes Bild ist nicht unähnlich. Das Inflationshoch, das ist die graue Linie, die wurde invertiert. Diese fand im Juni 2022 den höchsten Wert. Der Aktienmarkt war mit dem Jahreswechsel, also circa 6 Monate später, am niedrigsten. Seither geht es sukzessive mit Schwankungen bergauf. Mit diesen Informationen verabschiede ich mich vorerst in den Sommer. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Alles Gute und gesund bleiben, euer Larry.